Vor dem 22.11. haben wir bereits am 11. November, das war 2 Tage nach der Maueröffnung, haben wir einen Aufruf an unsere Vereine hier im Westen der Stadt gerichtet und haben gesagt, also wenn jetzt der freie Zugang zu Westberlin da ist, liebe Vereine, wer als DDR-Bürger seinen Personalausweis vorweist, den lasst doch bitte zu euren Sportveranstaltungen kostenfrei rein. Denn die haben keine Westmark, bis auf das Begrüßungsgeld, das man ja dann später bekam. Und damit haben die Möglichkeit, auch Sportveranstaltungen zu sehen. Der Aufruf war schon 10 Tage vorher und ist natürlich auch durch die Medien gegangen und hat dann auch das Gespräch beschleunigt am 22.11., am Toten Sonntag war das genau. Und das war doch, bevor die Bürgermeister, Herr Knack und Herr Momper überhaupt zusammenkamen, hatte der Sport eigentlich schon die ersten Kontakte geknüpft und dann ging es relativ schnell. Und das wurde auch wahrgenommen, ne? Und das wurde wahrgenommen, ja, ja. Also das Interesse, ich fange mal mit Funktionsträgern an. Am 5. Dezember bereits, wir hatten nicht nur die Kontakte zu Berlin, am 5. Dezember bereits hatten wir das erste Gespräch mit dem damaligen DTSB-Bezirksvorsitzenden von Potsdam, der hier bei mir zu Gast war. Und der interessiert war da, wie funktioniert eigentlich der Sport im Westen. Es gab eine große Neugier und es gab ein Interesse, kennenzulernen, was ist da anders. Ich habe so auch bei den Gesprächen damals den Eindruck gehabt, man hatte so das Gefühl, da verändert sich etwas und vielleicht wird unser System auch verändert. Also ist es ganz gut, schon vorher zu wissen, was ist in dem System anders als in unserem. Und dann im Anfang 1990 war es auch so, dass die Vereine in der Zwischenzeit in der neuen Struktur sich anmelden mussten beim Amtsgericht Mitte und sich dort registrieren lassen mussten. Also man hat dann in der DDR oder in der Hauptstadt der DDR, ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern war, schon gesagt, also wir übernehmen das System der Vereinsregister. Dass diese Akten dann zum Einigungstag am 3. Oktober 1990 nicht existent waren, von 339 Vereinen, die sich angemeldet haben, existierten nur 10 Akten. Also was da passiert ist, weiß man nicht. Jedenfalls merkte man schon, die Vereine waren interessiert daran, sich aufzustellen für die Zukunft. Der DTSB selbst hat sich ja dann im März, April, Mai in der Zeit aufgelöst. Am 30.05. wurde dann zum Beispiel der Turn- und Sportbund Berlin-Ost gegründet. Also eine neue Organisation, kein Bezirkssportbund mehr des alten DTSB. Und dort wurde bereits konkret mit uns verhandelt, wie könnte ein Zusammenschluss der Sportorganisationen in West und Ost aussehen. Wir haben dazu dann gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet, also wir haben nichts übergestülpt, sondern wir haben gesagt, wir gucken mal, was machen wir im Leistungssport, was machen wir im Breitensport, was machen wir im Bereich der Ausbildung und was machen wir im Bereich Personal. Und diese Arbeitsgruppen haben ihre Ergebnisse dann vorgelegt, mit der Zielstellung natürlich, dass eine Finanzierung gewährleistet sein musste. Im Bereich Leistungssport war das Signal, für eine Übergangszeit könnte man die Zahl der Trainer erhöhen. Aber nicht von 50 auf 1000, sondern es waren kurzzeitig etwa 70 Trainer. Das waren 20 mehr. Und das war natürlich, um die Qualität des Sportsystems DDR aufrechtzuerhalten, viel zu wenig. Die zweite Sache war, dass wir dann festgestellt haben, und zwar nicht nur in Berlin-Ost, sondern in allen 9 Bundesländern, denn die Diskussion ging dann nicht nur mehr Berlin-Berlin. Wir Berliner waren am nächsten für die Potsdamer, für die Sportfunktionsträger in Frankfurt oder in Cottbus. Wir haben alleine im Jahr 1990 und dann im Jahr 1991 300 Informationsveranstaltungen als Berliner gestemmt, die wir durchgeführt haben, damals mit meinem Kollegen, mit dem Finanzreferenten und mit unserem Statistikmann,
wo wir einfach ins Land rausgefahren sind und in Brandenburg informiert haben, wie sieht das System aus mit Gemeinnützigkeit, also die steuerrechtliche Seite, wie sieht es aus mit dem Vereinsregistereintragung. Und wir haben hier selbst in Berlin nach der Pleite dann Ende 1990 mit dem Amtsgericht Berlin-Mitte, haben wir dann 5 Vereinsberater angestellt, die dann die Vereine an die Hand genommen haben, die Satzung überarbeitet haben und dann beim Registergericht in Charlottenburg alle Vereine angemeldet haben, damit die Vereine leben konnten.